mein Gott, das ist das dritte Mal jetzt heute Abend. Ah, du gehst mir auf den Sack, Mann. Du gehst mir immer auf den Sack. Jeden verschissenen Tag gehst du mir auf den verschissenen Sack. Du Sack. Und zwei Navis gleichzeitig laufen zu lassen, geht mir jetzt beim Schneiden sogar auf den Sack. Achtung, Kurve. Jetzt rechts fahren. Hallo, mein Penner. Ich hab's wohl schon gesehen, dass der überhaupt nicht weiß, wie breit sein scheiß verschissener Bulli ist. Auf die B5. Noch näher ging's echt nicht rüber. Genau. Alles Idioten, Mann. Guck den Spiegel. Und wenn es nicht weitergeht, dann musst du halt mal warten, ey. Man kann auch mal 10 Sekunden mit 70 warten. Oh, so eine Scheiße immer, ey. Ach, diese blöden Fernlichttrottel. Zeigt, dass er ein Idiot ist oder was? Hast du mich gesehen oder was? Ich bin mir fast in die Seite gefahren. Kein Schulterblick und nix. Junge, Junge, Junge. Ich dachte, fahr mal schnell auf die linke Spur rüber. Jetzt biegt der Typ vor der Verkehrsinsel ab. Hey! Du bist Geisterfahrer, du Hansel. Oh. Einen Typen doppelt reindrücken, also ach ey. Achtet auf den zweiten LKW, der fährt nämlich plötzlich geradeaus. Alter. Oh. Ich hab schon gezuckt, also da wurde mir schon nervös hier. Blöder Fernlichttrottel. Also auf so einem Parkplatz, da ist immer was zu machen. Große Mülltonnen, eine Frau, die es nicht hinkriegt, den Deckel aufzumachen, läuft da drum rum, als wenn sie verblödet wäre. Und legt die vollgeschissene Windel letzten Endes neben den Mülleimer, weil es zu blöd ist, das Ding aufzumachen. 1000 andere kriegen es, sie hat sich hingekriegt. Und dann wird die vollgeschissene Windel eingeschmissen. So läuft's. Blöder Fernlichttrottel. Diesmal von hinten. Ausgetrunken. Und Fernlicht aus. Hey! Ja, das ist unter der Sonne. Absolut. Aber sowas sortiert sich auch schnell aus. Das ist natürliche Auslese. In 400 Metern. Meine Fresse. Meine Fresse. Meine Fresse. Fuck Systeme, ey.
Ja, die war verdammt schnelle Sportpferde. Der hatte die wahrscheinlich sogar im Motor eingebaut, wa? Komm, zeig mal an, was du hier bist. 103! 103! Volles Pfund! 104! 5! Jetzt geht's bergab! 106! 107! 106! Katze, sind die kaputt? Ja, ist ja nicht, ich muss sie ja nicht bezahlen, Sprit. Für mich sind diese Fahrzeuge ja astrein LKW. Aber vielleicht haben die ja eine Wohnmobilzulassung, dann dürften sie ja sogar 100 fahren. Weiß das zufällig jemand? Nicht jeder, aber jemand? Ja, nicht bloß von meiner Scheiße berieseln lassen, ein bisschen mitmachen hier. Ausrichtung, wenn man allerdings außerhalb des sicheren Stiefels unterwegs ist, dann ist einfach ein Muss, dass man ein verändertes Schilderbesuch Dir fehlt da ein Rad übrigens, ne? Nur mal so. Also. An alle, die es hören können, ich wünsche euch eine ruhige Nachtschicht. Fahrt vorsichtig. Mensch, so viel Liebe übers Funkgerät. Wünsche ich auch. Ausfahrt verlassen. Oh, warum? Womit habe ich das verdient, ey? Womit habe ich das verdient? Egal wo er herkommt, also da hat es auf jeden Fall geschneit. Junge. Oh, hier hängt sogar ein Eimer voll Schnee. Ist das jetzt ein Schneemobil eigentlich, oder? Hab mich ja ehrlich gesagt kurz erschreckt, weil ich dachte, was zum Henker ist denn da jetzt hingeflogen? Dass das bloß so rote Servietten-Dinger sind, ne? Da, ja. Aha, versetzt fahren, nicht nebeneinander. Aha, die linke Seite ist nur für Fahrzeuge bis 2 Meter Breite. Hab das mal vorgelesen, weil kaum sind sie in der Baustelle, können sie alle nicht mehr lesen. Gar nicht. Hier sind 2 Meter, ne? Da knallt hier mit dem Porsche Cayenne vor der linken Spur. Fette Audi fährt einem fast an der Seite. Haben alle so den Arsch offen, ey. 2,0 Meter. Guckt euch an, wie knapp das da alles ist. Guckt euch das mal an. Und das Geile ist ja, es hat schon Gerichtsurteile gegeben, da war der LKW-Fahrer mit Schuld. Mit Schuld. Man fährt hier einfach nur rum, man kann es nicht verhindern. Spur dicht machen darfst du nicht. Hier waren Fake News. Hier steht versetzt fahren bei LKW. Außerdem 2 Meter. Kein Auto heutzutage hat mehr 2 Meter über den gesamten Spiegel, über die Spiegel gemessen. Die haben alle mehr. Also von daher, das ist ein Witz, ist das echt. Das ist alles ein Witz. Nur, dass keiner lacht, ne? Mann, ey. Muss man auch echt
echt schnell hier alles ausstellen. Notbremsassistent, überall schnell auf die Knöpfe draufwämsen, damit der LKW nicht schon wieder irgendwelche wilden Vollbremsungen hinlegt. Die haben mal, schalt runter, Mann, so kommen wir nie wieder auf 80. Ist das gruselig, ist das gruselig. Hättest du doch da eben abfahren müssen. Ja. Das Ding ist doch ein Transformer, oder? Optima Deluxe, die meinen wohl Optimus oder so. Voll das Gesicht. Voll das Gesicht. Voll das gruselige Gesicht. Liebe Jungen, liebe Mädchen aus den Dörfern, aus den Städtchen, vielen Dank fürs Zusehen. Zweimal wurde ich jetzt schon gefragt, aber ist ja auch kein Wunder, es passiert immer öfter. Auf den Straßen fahren LKW ohne Außenspiegel rum. Ohne Außenspiegel? Schauen wir doch mal genauer hin. Tatsächlich kein Außenspiegel zu sehen, ich halte es nicht aus. Aber achte auf die Feinheiten. Das hier ist die Zukunft, das sind sie. Das sind nämlich einfach nur noch kleine Öhrchen und das ist eine Kamera. Und im LKW sitzen jetzt die Monitore dafür. Und das ist es. Wer sich die schöne neue Welt mal angucken möchte, Freddy von Diesel TV, von dem auch diese Bilder sind, der hat diesen Wagen gefahren und hat das mal ausprobiert und erklärt euch das auch. Mittlerweile ist ja auch der Tacho nur noch ein Monitor. Schaut mal rein bei ihm, fahrt eine Runde mit ihm mit. Das Video ist ja überall auf meinem Video verlinkt. Viel Spaß und macht's gut. Tschüss!